Servus, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In dem Video zeige ich dir, wie man sich so eine Vorrichtung baut, damit auch du Kreise an deinem Bandschleifer oder Tellerschleifer herstellen kannst. Gleich nach dem Intro geht's los. Das einzige, was wir für die komplette Vorrichtung benötigen, ist nur so ein Balken und ein 8er Dübel. Ihr könnt natürlich auch einen 10er oder einen 6er benutzen. Als erstes habe ich mir angezeichnet, wo ich dann später die Bohrung machen werde für den Dübel. Und dann natürlich noch vorkönnen. Als nächstes macht ihr dann die Bohrung für den Dübel. Ich habe jetzt einen 8 mm Dübel benutzt, also auch einen 8 mm Bohrer. Wenn ihr einen anderen Dübel benutzt, dann müsst ihr natürlich auch eine andere Bohrergröße wählen. Außerdem habe ich 2 cm tief gebohrt, damit der Dübel später dann 2 cm rausguckt. Und zum Schluss müsst ihr dann nur noch den Dübel einleimen. Ich muss das jetzt nicht machen, weil der ging schon so streng rein. Und fertig ist die ganze Vorrichtung. Jetzt müssen wir den Kreis vorbereiten. Dazu zeichnest du dir auf deinem Holz mit einem ganz normalen Zirkel deinen gewünschten Kreis auf und körnst den Mittelpunkt an. Danach bohrst du mit dem Bohrer ein Loch, mit dem du auch das Loch für den Dübel gebohrt hast. Und schneidest das Ganze irgendwie grob aus, aber so, dass man den Strich noch sieht. So, bevor wir jetzt die Vorrichtung benutzen können, müssen wir als erstes eine gerade Kante an den Kreis schleifen. Also so weit, bis wir mit dem Schleifpapier den Strich berühren. Und dann können wir die Vorrichtung schon benutzen. Dazu legt ihr euch sie vor euren Bandschleifer, steckt den Kreis auf den Dübel und schiebt die Vorrichtung ungefähr parallel zum Bandschleifer so weit nach vorne, dass zwischen dem Kreis und dem Schleifpapier noch etwas Luft ist. Noch gut befestigen. Und dann kann es auch schon losgehen. Zu beachten ist, dass ihr den Kreis gut festhaltet und ihn gegen die Laufrichtung von eurem Bandschleifer dreht. Wenn ihr dann einmal oder mehrmals den Kreis gedreht habt, schiebt ihr die ganze Vorrichtung etwas weiter nach vorne. Das macht ihr dann so lange, bis ihr mit dem Schleifpapier den Strich von eurem angezeichneten Kreis berührt. Da das Ganze etwas dauern kann, hier eine kleine Timelapse für euch. Und schon ist euer Kreis fertig. Ich habe außerdem noch eine zweite Vorrichtung gebaut, bei der der Dübel aber nur 5 mm heraussteht. Warum, sage ich euch später. Ihr müsst dann bei eurem Kreis nur von einer Seite 5 mm reinbohren und nicht durch. Und da die Arbeitsschritte die gleichen sind, sehen wir uns, wenn es fertig ist, wieder.
Und der zweite Kreis hat auch super funktioniert. Was ich allerdings sagen möchte ist, dass man mit der Vorrichtung nicht zu 100% runde Kreise herstellen kann, aber wenn man den Rand schleifen möchte, bzw. gar keine anderen Möglichkeiten hat, Kreise herstellen zu können, dann ist das die beste Methode. Und warum habe ich jetzt zwei verschiedene Vorrichtungen gebaut? Das liegt einfach daran, wenn man einen Kreis braucht, der eine, ich sag jetzt mal, glatte Oberfläche besitzen soll, damit man das Loch von vorne nicht sehen kann, dann benutzt man die eine Vorrichtung, und wenn man einen Kreis benötigt, der ein durchgehendes Loch haben soll, dann benutzt man die andere Vorrichtung. So, das war's jetzt von meiner Seite. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Und wenn euch generell das alles gefällt, was ich hier so mache, oder ihr mehr sehen wollt, dann auch gerne mal ein Abo. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen sauber. Bis zum nächsten Mal. Servus.